Hallo und herzlich willkommen zu unserer Videoanleitung, um eduroam unter Windows einzurichten. Aktuell haben wir kein funktionierendes WLAN, obwohl eduroam schon eingerichtet ist. Falls eduroam das erste Mal konfiguriert wird, können Sie direkt zum nächsten Punkt übergehen. Um bestehende WLAN-Netze aus den Einstellungen zu entfernen, klicken Sie auf den Globus mit der rechten Maustaste und dann Netzwerk- und Interneteinstellungen. Dann WLAN und bekannte Netzwerke verwalten. Alle Einträge, die uns nicht bekannt vorkommen oder die im Moment nicht benötigt werden, sollten jetzt entfernt werden. Um ein neues eduroam-Profil zu laden, verbinden wir uns mit dem offenen WLAN der Uni oder nutzen unser Heim-WLAN, wenn wir nicht auf dem Campus sind. Ein neues Browserfenster geht auf und wir müssen die Bedingungen des offenen WLANs bestätigen. Und gehen jetzt auf uni-stuttgart.de/eduroam. Klicken auf Weiter. An der Maske melden wir uns mit unserem Nutzernamen an. Im eduroam-Portal sehen wir jetzt, dass wir noch kein Zertifikat haben. Also brauchen wir ein neues und klicken dafür auf den linken Knopf. Wir geben dem Zertifikat eine Bezeichnung, zum Beispiel den Gerätenamen oder Gerätetypen, und bestätigen die Maske. Unser Zertifikat wurde jetzt vom System ausgestellt und muss heruntergeladen und installiert werden. Damit die Installation vollautomatisch ablaufen kann, laden wir uns zuerst die Get eduroam App herunter, falls wir diese noch nicht haben. Dann laden wir die eap-config-Datei für Get eduroam herunter. In einem Explorer-Fenster gehen wir zu den Downloads und sehen dort beide Dateien. Die eap-config ziehen wir auf die geteduroam.exe, damit diese auf dem System installiert wird. Der Dialog bestätigt uns noch einmal, dass es sich um ein Profil der Uni Stuttgart handelt. Mit Weiter schließen wir die Installation ab. Die App bestätigt uns, dass eduroam jetzt eingerichtet ist und wir können das Fenster wieder schließen. Unter den WLAN-Einstellungen entfernen wir jetzt das offene WLAN, da wir dies nicht mehr benötigen. Das geladene Profil gilt ab jetzt 1 Jahr und das System erinnert einen automatisch daran, dieses rechtzeitig zu erneuern. Über die Benutzerzertifikate finden wir jetzt unser neu installiertes Zertifikat. Dieses müssen wir an dieser Stelle wieder entfernen, wenn wir unser eduroam sperren, zum Beispiel weil wir eduroam auf dem System neu installieren wollen. Viel Erfolg bei der Einrichtung und viel Spaß mit eduroam.